Schaut euch an. Was ist das? Was ist es? Mein Name ist Lukas und das ist der FC Bayern Vlog. Wenn man über den FC Bayern spricht, dann spricht man über Titel, dann spricht man über Tradition, über Geschichte, über Erfolg und über Legenden. Zweifelsohne die größte Legende, die dieser Club je hervorgebracht hat und die diesen Club so unendlich geprägt hat, ist Franz Beckenbauer. Letztes Jahr ist Franz Beckenbauer leider von uns gegangen, aber sein Vermächtnis wird hier im Verein nie vergessen. Und deshalb hat sich der FC Bayern was ganz Besonderes ausgedacht, und zwar die erste Auflage des Franz Beckenbauer Cup im SAP Garden in München. Das bedeutet, dass Legendenmannschaften aus ganz Europa zusammenkommen. Die Legenden sind seit gestern schon hier bei uns in der Landeshauptstadt. Ich stehe jetzt hier vorm Hotel, wo die Legenden heute Nacht geschlafen haben. Hier gibt es noch einige Medienproduktionen. Später sind wir dann natürlich vor Ort im SAP Garden, wenn es sportlich wird. Ein Tag mit den Bayern Legends. Besser kann es nicht sein. So, also hier im Hotel sind alle untergekommen. Ihr werdet es gleich sehen, drinnen ein paar Fans, die natürlich die Lobby belagern und warten, bis die Stars vorbeikommen, um Autogramme zu bekommen. Hier ist schon einiges los. Ein bisschen Zeit zum Cup, aber Fans sind natürlich schon zahlreich vor Ort. Servus, 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 hi. Servus. Servus. Hi, servus, grüß dich. Schön, euch zu sehen. Ebenso. Hi Frank. Ja, servus. Grüß dich. Gut, dir? Alles gut. Bei uns ist Qualität. Aber bei uns ist auch Qualität. Als Freddy. Du bist sehr gut auch. Sehr gut. Robbery, nicht vergessen. Ja. Genau. Kontergefährlich, wollte ich sagen. Perfekt, kannst du gerade ablegen, Frau, oder kannst du mir geben? Danke dir. Kontergefährlich und. Als Geschenk. Können wir auch so machen. Sorry, das habe ich unterbrochen. Nee, passt. Okay. Pepe, komm hier hin. Da wäre Mano. Ja, ja, sí, Rio. Sí, ja. Huevo fix. Glaub mir, Peter, nicht lachen. Marco, Katastrophe. Okay, Katastrophe. Viele, ja, ich weiß. Ja, weißt du, der verarscht mich. Schön in der Familie wieder zu sein. In der Familie. Kann das schon machen. So, anschaut her, das gehört natürlich absolut dazu beim FC Bayern. Fanliebe. Für die Profis auflaufen zu dürfen. Und deswegen werde ich dieses Spiel mit Sicherheit nie vergessen und war was ganz Besonderes. Philipp, wie schätzt das Turnier heute Abend ein? Von der Besetzung ist schon eine verrückte Veranstaltung, oder? Also, wenn Real kommt, Ajax, Milan, also da gibt es deutlich schlechtere. Und dann muss man ja auch schon sagen, es ist schon schön, dass Dortmund und der VfB aufkommen. Also deswegen, und wir hatten gestern einen schönen Abend und heute knüpfen wir daran an. Sportlich auch, meinst du? Wir auf jeden Fall. Wie ist es denn, so viele Leute jetzt wieder zu treffen? Das ist ja wie so ein Klassentreffen irgendwie, oder? Ja, ich sage immer, es ist wie ein Klassentreffen, aber bei der Schule, das haben ja manche verschieden gesehen, positiv, negativ, was auch immer. Beim Fußball ist es so, alle sind wir wegen der Leidenschaft des Fußballs zusammengekommen. Und das alleine das verbindet, und wenn man dann intensive Zeit eben miteinander verbringt, ist es super schön, wenn man eben die ehemaligen Mannschaftskameraden, Trainer und wen auch immer wieder trifft. Okay Leute, Part 1 ist erledigt, Medienproduktion im Spielerhotel. Jetzt geht's zum Turnier in den SAP Garden. Und ich sag's euch, wie es ist. Ich bin echt ganz froh, dass ich jetzt gerade mal 10 Minuten im Auto habe, um ein bisschen durchzuatmen. Es ist völlig irre, was in diesem Hotel gerade passiert ist. Unsere ganzen FC Bayern-Legenden, die Real Madrid-Legenden, alle Stars der Kindheit auf einem Fleck versammelt. Und das Krasse ist, es wird noch besser. Die spielen heute auch noch gegeneinander Fußball im SAP Garden beim Beckenbauer Cup. Was für ein verrückter Tag. Weiter geht's. Oh, nächster Stopp, SAP Garden. Hier steigt die Action heute. Da schaut mal her, hier warten Fans, Zuschauerinnen und Zuschauer schon.
Dürfen dann gleich rein. Das ist Innenraum SAP Garden. Schauen wir mal raus. Jetzt geht es um dieses Hallenturnier, klassisches Hallenturnier. Ja, und den da unten kennen wir auch, Stefan Lehmann. Schon da, zu Stefan schauen wir mal kurz runter. Das ist die Ruhe vor dem Sturm. SAP Garden, ready für den Beckenbauer Cup, Leute. Unsere Mannschaft auch schon da. Unsere Legends gerade angekommen. Also zwecks uns kann es losgehen. Was sagst du zum Platz? Schön. Schön? Ja. Ich finde vielleicht ein bisschen klein. Ein bisschen zu klein? Ja, ein bisschen zu klein. Aber schön, schön. Du bist fit, oder? Ich hoffe. Ja? Torschützenkönig. Ja. Ja, ist gut, schön. Schau. Wir sind. Jetzt zeig mal, schau. Einmal kommt der Ball, Franck Ribéry ist schon wieder der Alte. Schaut euch an. Hast du gesehen, Diego? Nichts verlernt. Nichts verlernt. Meine Damen und Herren, Stefan hat eine Gaudi hier. So, wie geht's weiter? Ja. okay, das ist der nächste. Freunde, kommt der Jung? Ja, da ist er. Ja, komm her. Zweifacher Weltfußballer. Capitano Lothar Matthäus. Lothar Matthäus! Hier ist Paulo Sergio. So, jetzt geht's los. Hier mittendrin. Direkt am Spielfeld dran. Und die neue Hymne immer vorwärts FC Bayern. Ajax gegen Bayern im SAP Garden. Leute, es ist völlig irre. So Leute, los geht's. Auftaktspiel der FC Bayern München gegen Ajax Amsterdam. Let's go Bayern. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich Franck Ribéry und Arjen Robben mit einem Fußball am Bein sehe, dann kriege ich absolute Gänsehaut. Das ist einfach nur unglaublich. Schaut es euch an. Startaufstellung Matthäus, Rafinha, Robben, Ribéry und Tom Starke im Tor. Und wenn das nichts wird, dann weiß ich es auch nicht. Auf geht's, Beckenbauer Cup 2025, let's go! Leute, das ist halt wahnsinnig. Schaut euch dieses Tor bitte nochmal an. Hier kommt nochmal die Wiederholung. Absolut krank. Absolut irre. Da ist er, der Torschütze. Franck laut schon aufs nächste. Ja, Zusammenspiel mit Arjen. Als hätten sie nie was anderes gemacht. So muss man auch mal sagen, Tom Starke liefert ab ohne Ende im Tor. Holger Badstuber wird eingewechselt. Der dürfte auch noch fit sein. So, gerade Gegentor. 1:1 Spielstand. 3:20 noch auf der Uhr. Brauchen wir einen Stürmer? Hätte da jemand im Auge? Claudio lauert schon. Arjen muss raus, hat er gerade schon angezeigt. Na, schau mal her, der schwitzt schon. Claudio Pizarro, Goalgetter on the pitch. Letzte Minute auf der Uhr. Franck raus, Sebastian Rudi rein. So Leute, 10 Sekunden noch auf der Uhr, gibt es noch ein Tor. Sebastian Rudi versucht's. Da hat das nochmal auf den Fuß gehabt. Hätte der erste Bayern-Sieg werden können oder müssen. 1:1 geht's aus. Erstes Spiel unentschieden. Coach muss gleich zum ersten Fazit.
glaube, wir können zufrieden sein, vor allem, weil wir von ihm hier ein unglaublich krasses Tor gesehen haben. Franck Ribéry. Muss natürlich auch gleich zum Interview. Mr. Wembley, Arjen. Auch gleich mit einer schnellen Analyse. Oh, Franck. Happy. Ja, schade. Ja. Was für ein Tor. Ja, stimmt. Aber ist okay, ist okay. Das ist der SAP Garden. Von oben und unten ein bisschen Ausgleich. Real Netz. So, zweites Bayern-Spiel. Gegen die Königlichen, gegen Real Madrid. Duell der Giganten, schauen wir mal. Die Perspektive mal gewechselt gegenüber von der Bank. Da drüben sieht er es. Die Bayern-Bank. Hier ist Real Madrid, Pepe am Ball. Iker Casillas ist dabei, der ist gerade nicht im Tor, Auswechsel. Vázquez. Diese Namen, Leute, diese Namen. So, let's go. Marc van Bommel auf dem Platz. Versuch's gleich mal und schießt Holger Badstuber ab. Schaut euch mal Marc van Bommel an. Wie ein junges Reh. Läuft er auf und ab. Giovanni Elber Capitano, versucht das mal. Marc hat auch viel Platz. Mittellinie. Zündung. Zweikämpfe sind nicht ohne. Gerade hier einer direkt vor mir. So, jetzt schaut er. Oh, das wäre die Überzahl gewesen. Arjen und Giovanni durch. Abgepfiffen. Gegentor kassiert. 6 Minuten noch auf der Uhr. Weiter geht's. Arjen tanzt mit dem Ball. Schön in die Mitte gezogen. Kennen wir vor ihm. Abschluss. Ah, schade. Robin mit dem Robben-Move. Leider ohne Erfolg. Weiter geht's, Jungs. Franck, let's go. Unglaublich ballsicher Franck Ribéry. Macht er die Hütte? Schaut euch an! Was für eine Vorarbeit von Franck Ribéry! Und Marc van Bommel vollendet. Unglaublich, Leute, unglaublich. Dieses Privatduell liebe ich. Franck Ribéry und Pepe jetzt, aber Arjen Robben. Franck ist da. Schaut euch an, Leute, da geht es wirklich zur Sache. Wow, Thomas Linke, wow! Was ein Tor! Da steht er da und ruft noch Leo. Und dann hat er ihn am Spann. Ich glaube, ihr werdet verrückt, Leute. Die kannst du alle 1:1 einwechseln. Hans-Jörg Butt. Pepe ist da und netzt ein. Gefällt ihm uns natürlich nicht. 1:40 noch auf der Uhr, Leute. Haben wir eine Chance. Was der Rudi? Ai, den muss er machen. Den muss er machen, Leute. Ja, fair können wir nicht sagen. Unentschieden gegen Real, 2:2. Gutes Spiel, gute Tore. Ergebnis geht in Ordnung. Das passiert hinter den Kulissen. Taktikbesprechung. Wollen wir keinen Arjen Robben. Okay, Leute, weiter geht's. Halbfinale Dortmund-Bayern. Das ist ein absolut krasses Spiel. Bin ein bisschen nervös. Capitano. Claudio Pizarro. Marc macht sich ready. Wie ist dein Tipp, Marc? Gegen Dortmund schwierig, oder? Ja, wir müssen gewinnen. Wir sind ja, wir sagen das gut auf Deutsch, hässliche Mannschaft. Aber fit auch, ja? Dortmund schon Ja, fit. deswegen, ja, die hauen ja rein und aber wir müssen schlau spielen. Okay, also auf Sieg, oder? Alles auf Sieg. Ja, Bayern muss immer gewinnen, weißt du. Und wenn wir verlieren, dann ist halt der Fehler vom Schiri. Sieger gehen nie abgegeben. Marc van Bommel. So, Halbfinale schauen wir uns nochmal von der Bayern-Bank aus an. 4 Minuten 30 auf der Uhr, 0:0. Arjen Robben voll on fire, Leute. Schaut euch das an. Gute Chance Dortmund. Tom kommt raus. Oh, der war ganz eng. Ich sag's euch, wie es ist, Leute. In dem Spiel ist von Haus aus mehr Druck drin. Finja. Bisschen Platz, überragender Seitenwechsel.
2 Minuten noch auf der Uhr. Ayen ist mittlerweile auf dem Feld. Ayen gegen Dortmund, da war mal was. Ayen gegen Roman Weidenfeller, da war auch mal was. Schauen wir mal. Chance Dortmund wieder überragend von Tom Starke. Unglaublich. Aber da ist Druck drauf, Leute, da ist Druck drauf. Claudio hat Platz, versucht's mal. Geht ins Fangnetz. Und dann geht er raus. Franck Ribéry on the pitch. Zweite Halbzeit 0-0. Gute Chancen auf beiden Seiten, muss man ganz klar sagen. Bayern Tick stärker. Und man kriegt es mit, wenn man hier unten steht. Da ist richtig, richtig Zug drin. Also beide Bänke feuern hier an, als würde es ums Champions League Finale gehen. So, jetzt Franck, auf geht's. Sebastian Rudi, spitzer Winkel, Franck Ribéry. Paulo Sergio, oh mein Gott, der muss doch rein! Ribéry schmeißt sich rein, noch eine Chance und auch noch kein Tor. Um Gottes Willen. Franck Ribéry liegt am Boden, oh, den hat's getroffen. Eieiei, Leute, das hätte das Tor sein müssen. Hoffentlich ist Franck nichts passiert. Marc van Bommel, Foul, gelbe Karte. Jetzt eine Umarmung für Schiedsrichter. Hier wird um jeden Zentimeter gekämpft, um jeden Zentimeter. Stefan Lehmann, kurze Analyse vom Seitenrand. Ja, spannend, spannend. Aber was man natürlich merkt, auch wenn es Legenden sind, auch wenn sie alle schon ein paar Jährchen älter geworden sind, aber der Ehrgeiz, letztendlich Krass, ja. Jetzt das Ding auch zu gewinnen, das Turnier, und noch dazu natürlich die alte Rivalität zwischen Bayern und BVB, ist, aber das Wichtigste ist wirklich, dass sich keiner wehtut. Das wollen wir ja nicht vergessen. Aber du merkst es deutlich, sie können es ja auch noch. Ja, brutal, schon noch gut. Ah, da hat Thomas Linke auf dem Fuß. Unglaublicher Ball von Franck Ribéry. Wir haben die besseren Chancen, Leute. Stimmung in der Halle, ganz klar. Pro FC Bayern, da gibt es gar nichts. Aber wir brauchen halt dieses Tor. Mr. Wembley. Hat ihn auf dem Fuß, sehr schön hinterlaufen. Da finden ja wieder gute Optionen. Dortmund stellt jetzt zu hinten, die haben Angst. Ist es das? Das ist es! Unglaublich! Das ist ja unglaublich! Und Leute, das ist ungefähr der gleiche Ablauf. Den kennen wir alle. Arjen Robben legt sich den Ball vorbei an Roman Weidenfeller und macht die Hütte. Ich glaube es nicht. Völlig verrückt. 30 Sekunden auf der Uhr. So, jetzt locker easy runterspielen. Diego Contento hat Platz. Wow! Wow! Was für eine Hütte! Diego Contento. Bayern schlägt Dortmund 2:0 im Halbfinale. Leute, das Spiel hat richtig Nerven gekostet. Ich glaube, am wichtigsten nachher ein Bier trinken zusammen. Ein bisschen Streit über Platz, okay, das ist gut. Aber okay, jetzt ist vorbei. Glückwunsch, Ayen. So Leute, The Last Dance Finale, Beckenbauer Cup, Bayern gegen Real. Abschlussfoto. Schaut bitte mal in diese Gesichter, wie viele Legenden auf diesem Platz stehen. 2x6 Minuten, erste Halbzeit läuft. Giovanni Elber, ganz locker eingeschoben. Das ist 2:0. Franck Ribéry, Arjen Robben, Marc van Bommel schiebt ein, Leute! 2:0 Bayern! 2:0 Bayern! Franck Ribéry alleine. Ja, Pfosten, schade. Aber es bleibt dabei. Bayern viel stärker, Rafinha! Oh, böses Foul direkt vor unseren Augen. Arjen Robben sitzt am Boden, gelb-rote Karte, da passiert noch mal richtig was. Zeit eigentlich schon abgelaufen. Aber ganz klar ist es noch nicht, wie es weitergeht.
2 Minuten Strafe. Regulär hätte Real jetzt einen Spieler rausnehmen müssen, aber beide Mannschaften haben sich darauf verständigt, dass weitergespielt wird, 4 gegen 4. Sehr, sehr fairer Move. Sehr, sehr cool und das zeigt den Charakter dieses Turniers. Und wir führen 2-0, Leute. 5 Minuten 30 bis zum Sieg des Beckenbauer Cups. Wow, wow, wow. Rafinha, was eine Hütte. Schön Vollspann. Oh Leute, mittlerweile 4:0, ganz, ganz frech von Giovanni Elber. 2 Minuten noch auf der Uhr. Hans-Jörg Butt, was eine Parade. Unter 1 Minute 30, griechischer Sirtaki läuft. Jetzt holen wir es uns, Leute, jetzt holen wir es uns. Das riecht ganz gewaltig nach einem Bayern-Sieg beim ersten Beckenbauer Cup. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und... So Leute, da steht fest, Sieger des Beckenbauer Cup im SAP-Garden ist der FC Bayern München. Ein absolut überragendes Turnier mit einem verdienten Sieger. Was die Leistung, was der Kaiser, wir wissen es nicht, Leute, aber gewonnen haben wir. Der Beckenbauer Cup gehört uns. So Leute, das ist wunderschön und darum geht es heute. 75.000 € für die Franz Beckenbauer Stiftung sind zusammengekommen. Dieses Turnier ist ein voller Erfolg. Da stehen sie alle. Stefan Lehmann ruft es aus, Leute. Schöner kannst du diese Geschichte nicht schreiben. Spieler des Turniers, Arjen Robben, hat seinen Preis schon bekommen. So, und jetzt geht es zur verdienten Siegerehrung. Heidi Beckenbauer, Joel Beckenbauer vorne mit dabei. Herbert Heiner, unser Präsident, gibt die Medaillen aus. So Leute, schöner wird es nicht mehr. Der FC Bayern gewinnt den Beckenbauer Cup im SAP-Garten. Der Kaiser wäre stolz. Den Abend werde ich so schnell nicht vergessen, das sage ich euch. Ich lege euch jetzt an der Stelle noch unser anderes Video ganz stark ans Herz. Das Behind the Scenes, das wird in wenigen Tagen hier auf dem Kanal erscheinen. Da waren wir mit in der Kabine, mit bei den Feiereien. Gehen jetzt auch gleich nochmal mit, da habt ihr nochmal eine ganz andere Perspektive. Klickt da auch rein. Und dann war es das jetzt hier aus dem SAP-Garden auf den Kaiser. Prost!